Hallo liebe Freunde des einfach guten, günstig Kochen und Backens. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich für euch eine Paella Mixta. Wir haben dazu ca. 300 Gramm Putenfleisch und ca. 300 Gramm Meeresfrüchte. Da bei uns in Deutschland frische Meeresfrüchte sehr rar und teuer sind, nehme ich dafür TK-Produkte. Man soll es nicht glauben, die Paella wird trotzdem sehr lecker. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. Als erstes putze und schäle ich eine rote Paprika und schneide sie dann in kleine Scheiben. Dann schneide ich eine Handvoll kleine Tomaten in kleine Würfel. Den Strunk schneide ich dafür vorher immer heraus. Als nächstes schneide ich 2 Frühlingszwiebeln in kleine Ringe. Dann presse ich eine halbe Zitrone aus, gebe dazu ca. einen Esslöffel Petersilie. Ich nehme hier getrocknete, die kann man immer zu Hause haben. Wer frische hat, kann natürlich gern frische nehmen. Dann gebe ich ca. 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl hinzu und würze mit Salz. Als Gewürz für die Paella habe ich eine spezielle Paella-Gewürzmischung mit Safran und zusätzlich einen kleinen Beutel Safran. Safran ist das typische Paella-Gewürz, leider ist er sehr teuer und wird daher selbst in Spanien nicht immer verwendet. Die Putenbrust wird nach dem Waschen getrocknet und von den Faszien und der Silberhaut befreit. Dann schneide ich sie in ca. 1,5 cm dicke Streifen und danach in dünne Scheiben. Die Putenbrust ist noch leicht gefroren, deshalb lässt sie sich sehr gut schneiden. In einer Paella-Pfanne erhitze ich etwas Olivenöl und brate die Putenbrust darin scharf an. Das Fleisch wird wieder herausgenommen und beiseite gestellt. Nun wird der Paprika kurz scharf angeröstet. Als nächstes kommen die TK-Meeresfrüchte in die Pfanne und werden mit der Soße zusammen gebraten. Dann gebe ich 2 gepresste Knoblauchzehen hinzu. Dadurch, dass die Meeresfrüchte noch gefroren waren, geben sie etwas Flüssigkeit ab. Die hebe ich in einer Tasse auf und gebe sie später der Paella wieder hinzu. Die Meeresfrüchte kommen wieder heraus und werden auch beiseite gestellt. In etwas Olivenöl wird eine gute Tasse spanischer Reis der Sorte Bomba leicht angeröstet. Für eine gute Paella muss diese Reissorte verwendet werden. Der Reis unterscheidet sich vom Risotto-Reis dadurch, dass er mehr Flüssigkeit aufnehmen kann und einen kräftigeren Geschmack hat. Der Reis soll etwas Röstaromen bekommen, darf aber nicht anbrennen. Ich gebe gleich die Frühlingszwiebeln dazu, dann kommen die Tomaten hinein. Abgelöscht wird mit ca. 3/4 Liter Fischfond. Wer den nicht hat, kann auch Gemüsebrühe nehmen. Der Reis hat eine Garzeit von ca. 30 Minuten. Nach 10 Minuten kommt das Fleisch und die Flüssigkeit der Meeresfrüchte wieder hinein. Jetzt wird mit Safran, dem Paella-Gewürz, Pfeffer und Salz gewürzt.
Ich gebe nun eine Tasse Tiefkühlerbsen hinzu. Nach circa 15 Minuten kommen die Meeresfrüchte hinein. Danach gebe ich den Paprika hinzu und die gefrorenen Miesmuscheln kommen 10 Minuten vor Ende der Garzeit hinein. Wichtig, es dürfen nur geschlossene Muscheln verwendet werden. Was gefroren bereits geöffnet ist, wird aussortiert. Wenn Muscheln dabei sein sollten, die nicht in den ersten 5 Minuten aufgehen, müssen die ebenso aussortiert werden. Ich lege für 5 Minuten den Deckel auf, dann nehme ich ihn weg und lasse die restliche Feuchtigkeit noch verdampfen. Die Paella Mixta ist nun fertig. Guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo sehr freuen und ihr verpasst außerdem auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann findet ihr noch Links zu weiteren interessanten Videos von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.